Hi, ich bin Leon Maximilian Brückner und in meiner Week's Notice möchte ich ein Album komponieren und produzieren und habe dafür nur eine Woche Zeit. Eine Woche, 2 Leute, 8 Kameras und eine Idee. Das ist Week's Notice. Ich bin Pascal und zu Hause in allem, was mit interaktiven Medien zu tun hat. Jede Woche lade ich einen Gast ein, um eine Idee zu verwirklichen, die sonst in der Schublade liegen geblieben wäre. Zusammen setzen wir uns daran, die Idee in nur 5 Tagen so weit wie möglich zu bekommen. Diese Woche arbeite ich mit Leon, einem Filmmusiker, der uns das Ziel gesetzt hat, ein Experimental Pop-Album zu schaffen. Wir nehmen euch mit auf den ganzen Prozess. Die Höhen, Tiefen und alles dazwischen. Das einzig Wichtige ist dabei, starten. Also ich würde sehr gerne mit dir ein Experimental Pop-Album machen. Bedeutet, wir nehmen ein paar Geräusche auf, händische, akustische Geräusche, Instrumente, die hier im Raum sind. Ich habe schon ein Album co-produziert, aber eben noch keins, was so meine Stilistik komplett beschreibt. Was ist es denn? Ich glaube, ich muss es eben noch finden. Ich möchte dieses Projekt auf jeden Fall aus 2 Gründen machen. Einmal, weil ich sonst immer sehr viel Projektarbeit mache und da gibt es ein Thema, was vorgegeben ist und die Musik ist eher so sekundär. Und hier bei dem Albumprojekt muss es sogar im Vordergrund sein. Der zweite Grund ist, ich möchte back to the roots, back to diese ersten authentischen Ideen, die ich mit meiner kleinen Schwester im Kinderzimmer aufgenommen habe. Ich möchte dahin zurück, dass man sich nicht schämt für das, was man vielleicht im ersten Moment erstellt, sondern es können sehr viele schöne Sachen dabei entstehen und Sachen zuzulassen. Meine Schwester und ich haben irgendwann dieses wunderschöne Keyboard geschenkt gekriegt. Und warst du ein Keyboard-Kind? Nee. Hattest du Keyboard-Unterricht? Nee, ich hatte Gitarrenunterricht. Oh no. Ah, der macht sogar. In den offiziellen Regularien der deutschen Charts ist es so, dass ein Album schon über 5 Stücke sind oder mehr als 23 Minuten Spielzeit. Oh. Ich würde dir die Challenge stellen, dass wir sagen, die 5 schaffen wir auf jeden Fall, weil dann haben wir ein Album und alles darüber hinaus. Schauen wir mal. Oder halt mindestens 23 Minuten. Aber zuerst geht es heute wieder weg vom Instrument und ans Konzept. Mein erster Zettel ist immer, what's the goal? Let's go. Alle Samples kommen von uns, ist wichtig, ne? Bei Hardware sind Presets erlaubt, weil halt dieses Genau. kleine Ding zum Beispiel nichts anderes zulässt. Aber wenn wir jetzt am Rechner sitzen, möchte ich da nicht, ich will jetzt einen Bass und dann nehme ich den Bass 808 und der ist schon fertig, sondern der soll auch selbst designt sein. Und danach kommt Electronic Alienation. Das, was wir aufgenommen haben, jagen wir nochmal durch den Synthesizer durch. Dadurch wird es schon mal was ganz anderes. Mistakes as Feature. Kann zum Beispiel auch passieren, dass bei der Gitarrenaufnahme irgendwie ein Rauschen dabei ist, weil ich ans Kabel komme. Das ist zum Beispiel, dass wir dieses kleine Keyboard da aufnehmen und einfach nur die shitty Samples. Also man muss sich vorstellen, dass ich mich ans Instrument setze und eigentlich ziemlich schnell musikalische Ideen habe. Aber Text passiert meistens erst nachträglich, weil ich im Texten immer sehr lange brauche. Ich singe dann immer Kauderwelsch, also ich singe irgendwelche englischen Begriffe. Ist es so, dass es eher auf Englisch ist, dein Songwriting bisher, oder? Auf jeden Fall. Also Songs sind für mich auf Englisch, weil ich, wenn ich deutsche Texte schreibe, mir so ein bisschen vorkommen, als würde ich nur Schlagermusik machen am Ende. Jetzt geht es ja dann noch ein bisschen mehr an den Inhalt. Wie gut klappt so ein Konzept für Musik eigentlich auch schon auf Papier? Ja, das ist das Schwierige. Darüber habe ich mir noch 0 Gedanken gemacht. Ich glaube, es würde helfen, wenn es so ein Begriff ist. Ein anderer Ansatz könnte sein, wir nehmen uns wirklich Formen oder wir nehmen uns irgendwas, was es in der Natur gibt und versuchen das irgendwie zu musikalisieren. Das finde ich ist aber zu konzeptuell. Ja, ich meine, man könnte auch tonartbasiert durchgehen und das will ich aber auch nicht. Also irgendwie schließe ich gerade schon eigentlich alles aus, was ich nicht haben möchte. Also da wäre jetzt zum Beispiel so ein Begriff wie Escape. Das kann so viel bedeuten. Ich fand es gerade lustig, weil Escape ja auch auf der Computertastatur ist. Und deswegen gerade Escape irgendwie direkt schon was getriggert. Willst du aus der Gesellschaft raus? Willst du raus von der Welt? Bist du wirklich in einem Spiel an der Stelle? Ich meine, kann man ein Album wie ein Game dann zusätzlich aufbauen? Was würde das bedeuten? Du startest ein Spiel ja erstmal. Davor bist du irgendwie noch so in der Benutzerumgebung. Eben, aber dann kann schon diese Benutzerumgebung kann ja schon ein Track sein. Wir fühlen uns wohl, aber wir wissen noch nicht, was eigentlich passiert. Wir sind in so einer... Das ist so die Lobby eigentlich auch irgendwie ein bisschen. Du findest dich erstmal ein in der Welt und dann weißt du noch nicht, wie man schießt.
Und dann findest du das langsam raus, wirst langsam ein bisschen besser. Dann triffst du auf erste Hürden. Dann werden die Hürden schwieriger, aber du wirst auch besser. Du failst vielleicht erstmal ab einem gewissen Punkt an der Stelle, bis du an den Punkt kommst, wo du da drüber kommst. Und dann bist du irgendwann in diesem Flow. Und dann gibt es halt noch einen Boss-Battle. Und dann könntest du sagen, okay, wir haben das Spiel beendet. Oder wir haben halt einen Rage-Quit. Kann ja auch sein, dass dann halt wir wieder zu dem Track am Anfang zurückkehren. Oder das Spiel stürzt ab. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Also man kann dann auch sehr komisch klingende Dinge dazwischen reinwerfen. Boah, ich fände das irgendwie spannend. Ich will nicht, dass man denkt, dass man gerade Game-Mucke hört, sondern nur, dass es eben so das Grundthema sein kann, dass das Leben vielleicht eben auch wie so ein Spiel ist. Vielleicht sind es so die 20er, die man vielleicht auch nicht verlassen will. Ich glaube, die 20er sind eben so eine Hoch-Tief-Phase, wo man gut auch verstehen kann, warum man vielleicht escapen möchte. Dann haben wir uns die Zeit genommen, um die Analogien zwischen Spielen und dem Leben in unseren 20ern zu finden. Der erste Begriff ist, denke ich mal, Establisher. In eine neue Stadt kommen, niemanden kennen. Man ist erstmal für sich, man ist alleine woanders. Initial Event ist für mich dann zum ersten Mal Leute kennenlernen und eigentlich eine Rolle spielen. Main Quest, sich selber irgendwie verlieren und sich dann wieder finden. Main Character, Insecurity. Ich habe Full of Dreams, Full of Hope. Und Curious. Dann zu Fail. So wegrennen von einer Party, weil man das Gefühl hat, anders zu sein und nicht reinzupassen. Direkt dieses Escapen und man ist gescheitert. Was musikalisch dazu so geil wäre, alle Fehler, die hier in dem Recording passieren, landen in diesem Track. Oh, sick. Woher kommt das gerade? Du brichst auf, um irgendwo rauszugehen. Und dann merkst du erst danach, dass du eigentlich gefailt hast und dann kreisen deine Gedanken und dann bist du nur mit dir und bei deinen Fehlern, die du gemacht hast in dem Moment. Ja. Und ich muss mich wirklich gerade zusammenreißen, nicht schon an die Instrumente zu gehen. Ne? Das ist, es brennt unter den Fingernägeln. Die Frage ist, ob wir zumindest noch so einen... Ja, ich will ja das Positive. Also das ist ja der extrovertierte Track, wo man noch alles im Griff hat. Das ist auch unser Heldentrack. Ja, das finde ich gut. Ich meine, es sind viele Tracks. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Es fehlt noch was. Es ist für mich noch nicht zu Ende. Jetzt kommen noch so 2, 3 Tracks, die das Ganze abrunden. Ich glaube, ich stelle mir da jetzt so einen Sidequest-Track vor. Alles, was passiert, was nicht zu einem Song wird, ist so potenziell nutzbar für den Sidequest-Track sozusagen. Um unser Album abzuschließen, fehlten dann noch 2 Tracks. Die wurden zum einen der Bossfight, in dem man sich den großen Fragen des Lebens stellen muss, und schließlich noch einmal die Lobby, in der alles wieder gut ist, aber irgendwas ist anders. Im Gesamten hatte unser Album Escape also ganze 11 Tracks. Ich bin sehr hyped. Eigentlich will ich direkt starten. Ich habe halt heute Morgen schon ein paar Ideen gesammelt. Und da war keine Kamera dabei. Wenn so ein Projekt da ist, dann rattert das in der Nacht. Ich habe davon geträumt und dann direkt bam. Ich habe nicht daran weitergearbeitet. Ja, tut mir leid. Den ganzen Tag in einem Raum zu sitzen, dass ich nichts spielen darf, das ist für mich Folter. Und das ist absolut verständlich, denn diese Woche sind wir in einer Special Location, dem Musikraum und dem Musikstudio der Filmakademie. Das heißt, wir haben alles, was das Herz begehrt, um unser Album aufzunehmen. Dann lass uns umbauen, oder? Ja. Ich habe irgendwas kaputt. Muss auf Asio stehen, glaube ich. Oh. Lol. Nach unseren Anlaufschwierigkeiten haben wir dann angefangen, Ideen zu sammeln und uns jeweils 20 Minuten dafür zu geben. Escape. Get out of here. 20 Minuten sind's schon. Was? Sind vorbei? Ja. Nein! Ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Die Idee ist da. Also für die Horizontale wird es reichen. Ich brauche halt jetzt noch einen B-Part. Aber bisher habe ich eben noch keine Idee. Also ich finde, ist ein Hero-Motiv für mich schon. Und dann hat man nochmal und dann kommt schon wieder das
Da weiß ich noch nicht, was es ist. Ja, wie steht's bei dir? Also ich habe hier mit dem kleinen Pocket Operator gearbeitet. Wir hatten ja Du hast die Stimme aufgenommen? Ja. Aber hier warst du viel zu laut. Nee, ich habe immer in Pausen. Also es sind sehr, sehr viele Spielereien bis jetzt. Guckt, wie ich so zerschnippeln, zerstückeln kann. Das ist halt der Anfang. Das ist eher so Mosaikarbeit. Das ist so ein Teilchen von dem. Ich finde es spannend, wenn das noch in Granularsampler kommt. Ich wünsche, es würde alles schneller gehen. Also ob man so ein Race hat einfach irgendwie, was so ein... Oh Mann, ich brauche so lange für Sachen. Also, es ist sehr schwierig. Jetzt ist es nicht mehr gemischt, sondern ich stehe unter Stress. Ich habe das Gefühl, komplett hinterher zu hängen. Die Ideen, die sind da, aber das Recorden dauert so lange. Bei mir ist, mein Rechner ist abgeschmiert, ich hatte die ganze Zeit Bluescreens. Deswegen bin ich halt einfach überhaupt nicht schnell. Ich bin jetzt am Schluss wieder auf den kleinen Pocket Operator zurückgegangen, auch weil ich einfach schneller bin in so Ideen sammeln. Wir haben bisher noch keine Struktur, wir haben nur Ideen. Und für mich gibt es keine richtige Exit-Strategie. Meine Strategie ist, ich mache die Nacht durch. Und dann ist was da. Das ist meine Exit-Strategie. Okay, zugegebenermaßen war unsere Stimmung jetzt am Tiefpunkt. Die Ideen waren ja da, nur die Umsetzung hat einfach viel zu lange gedauert. Aber wir hatten noch 3 Tage Zeit und eigentlich keinen Grund zu verzagen. Das einzig Wichtige wäre jetzt, weiterzumachen.